Die Dozenten an einer Elite-Musikakademie ignorierten Lillian Porter, die so kalten New Assistentin konsequent. Als während eines entscheidenden Auftritts ein Katastrophentritt zwingen sie ihn scheinbar am glitches Klavierstück zu spielen. Sie haben keine Ahnung, dass die anscheinbar Frau, auf die sie herabgesehen haben, in Wirklichkeit eine der weltweit renommiertesten Pianistinnen ist. Die ehrwürdigen Flur des Robertson-Konservatoriums vibrierten warm typischen Orchester aus jarischen Schule, die Tonleitern überten Dozenten, die strange Meldungen geben, an das diligentlich auszunehmen, frustrierte Musiker. Mitten in diesem Trubel bewegt sich Lillian Porter fast unsichtbar, ordnet Notenblätter nur an das Arbeit Klaviertasten mit Gitarre-Effizienz. Mit 38 Jahren sorgt Lillian es vor, im Hintergrund zu bleiben. Ihr braunes Haar war zu einem schlichten Zopf geflochten, ihr bloß Kleid unauffällig, beruhigend sparsam. 6 Wochen war sie nun bereits als Verwaltungsassistentin tätig und die meisten Dozenten hatten sie kaum wahrgenommen ganz Wales sich übernachtet. Miss Porter, die sie müssen nach Kompetenz assoziiert wurde nicht chronologisch. Durchbrach Dr. Constance Whitmores präzise Stimme die Luft wie ein Taktstock scharf anbestimmt. Die leidende Klavierabteilung blickt kaum von ihrem liedergebundenen Pläne auf. Netwillig, Dr. Whitmore. Ich würde es sofort korrigieren, antwortet Lillian ließ an Namen den Stapelnotenblätter aus den gefleckten nennender Professorin entigen. Dr. Whitmore nickte ab, bevor sie den Flur entlang ging. Ihre Absichte suchten ein rhythmisches Klacken auf dem Marmorboden. Lillian sah ihr nach kaum sichtbares Elchern spielte am ihre Lippen. Als sie die Noten nu sortiert, verwählt ihr Blick auf eine besonders schwierigen List-Transcription. Ihr Finger sagten fast unmöglich, maskalgit Keknis, das beim Anblick der vertrauten Noten erwacht. Die 5 Jahre war es her, seit sie das letzte Mal gespielt hat. Für ein Jahre seit ihr in sie beide Arbeit. Miss Porter, Professor Walter Thorntons Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Der die Kompositionslehrer blick sie durch sein Drobrill an, sein Flieg war immer leicht schief. Ich sortiere, Professor, antwortet Lillian sofort und ordnet die Blätter korrekt. Ja, wenn Sie damit fertig sind, Madame Du Bois benötigt Hilfe bei der Vorbereitung auf das Mortgage-Stipendienkonzert. Ich etwas mit Programmnotizen. Ich gehe sofort zu, Professor. Thornton verwählt, wohin Sie sind Ihr Aufgabe bindit, wissen Sie. Siniat ihr, hier für jemanden ohne muskalische Ausbildung ordnen Sie dies Tiki, als auch würden Sie hier Komplexität verstehen. Lillian senkt den Blick. In 6 Wochen hier kann man einiges aufschnappen. Beeindruckend, sagte doch sein Ton voll leiser Skepsis aus Bewunderung erkennen. Denken Sie nur deren Missie. Porter, Musik zu verstehen erfordert mehr als Vertrautheit mit Papier und Tinte. Es verlangt ja der Disziplin. Begabung an einen sprechende Herkunft. Lillian nickt dem Tig. Ich würde niemals etwas anderes annehmen. Professor, zufrieden entfernte sich Thornton an memelt was besinkende Standards an die Seiten, als dens Personal noch sein Roll kannent. Später an diesem Nachmittag klopfte Lillian lesen die B.E. Rote van Madame Elizabeth Du Bois, der angesehenen französischen Gesangs- und Auftrittscoach des Konservatoriums. Herein kam der gebiaterische Befehl. Madame Du Bois saß hinter ihrem Schreibtisch, die Brill auf der Nase umgeben von Papierstapeln. Mit 65 war sie immer noch ein beeindruckend Erscheinung. Ihr silbernes Haar war zu einem perfekten Checkern gesteckt, ihre Haltung belligerent. Ah, Miss Porter. Endlich. Dies Programmnotizen sind katastrophal. Ich brauche sie nu getippt und bereit für den morgigen Stipendienwettbewerb. Die Spender erwarten Perfektion. Netwillig, Madame, sagt Lillian und nahm den Stapel-Engine, auf dem in roter Tint isarich handschriftlich Korrektion prangten. Und sorgen Sie die Eismal bit dafür. Das kein Fehler enthalten sein. Ich kann mir keinen weiteren Foxpass bei den Programmen des letzten Recitals leisten. Lillian wirkt mir sich eine Antwort. Der Foxpass war ein falsch gesetzter Akzent im Namen eines französischen Komponisten gewesen in Fehler, den Madame Du Bois selbst gemacht hat. Auch wenn Lillian das niemals anmerken würde, ich würde us erst sorgfältig sein, was sprach sie stattdessen, als Lillian sich gehen want. Fiel ihr Blick auf die Gitarrenpatte auf dem Fleilgelde Madame Lisetts Transcription von Beethovens F9. Sinfonie genau das ist sich super angesehen hat. Sie wird Gregory Palmer das morgens spielen fragt sie, bevor sie sich so erkalten konnte. Madame Du Bois hab ein perfekt Geschwungen Ojenbro Hojeye.
Wie so fragen Sie ist, Lilian zerde dan sprach sei vorsichtig weiter ein anspruchsvoll Wahl für einen Studenten. Tamissite, Palmer ist unser begabtester Schüler. Herausfordernd ist Gino das, was braucht. Madame Dubois während Diogen. Obwohl ich kaum denkt, dass sie qualifiziert sind, die Schwierigkeit einer List, Transcription zu beteilen missporte. Sie haben recht. Ich entschuldige mich für mein armes Ang. De Morgen des Stipendienwettbewerbs begann mit einer nervösen Energie, die durch das Konservatorium vibriert. Spender in Toran Ansagen an Palenketten mischten sich unterdessen Lehrpersonal in der großen Eingangsschale, wenn sich die Tochter in der Bangsada zur Kexugen. Letzte Vorbereitungen zu treffen, Lilian war Frau der gekleidet in ihr glästs Marinablos Kleid, ihr Haar sorgfältiger als sonst geflochten. Die heutige Veranstaltung wurde gerade entschieden, welche vielversprechenden jungen Musiker das Budget der Robertson Stipendium erhielten, ein Vollstipendium, des Karrieren ermöglichen konnte. Miss Porter, Gott sei Dank, dass Sie das sind, rief Professor Thornton und winkte sie zu sich, wo mit einigen Vorstandsmitgliedern stand. Die Programm bit. Sie riecht den sauber gedruckten Stapel noch warm aus dem Druckraum. Aus sieht nicht. Warf kaum einen Blick darauf. Bever die Exemplaren die wartenden Spender vertellte, in nan brochen wir sie hinter der BUN. Die Schüler sind we jubilich in unterschiedlichsten Paniksast inden. Hinter der BUN herrschte tatsächlich Chaos. Junge Musiker gingen aufeinander, überten lautlos Fingerbewegungen oder saß, in mit geschlossenen Augen der Auftritt vor dem inneren Age durchgehend. Gregory Palmer, der Star des Konservatoriums, stand etwas abseits, sin Jessic Bleach, die Abend Licht sittend. Mr. Palmer, geht es Ihnen gut? Lilian hört sich vorsichtig. Der junge Mann sah auf, als WRD sie kommen können gut, murmelte wenig besiegen, sie spielen das Lied, seker, ich heb, sie gestern bin Ezerin. Es klang wunderschön, Gregory blinzelt, unfokussiert, sie schließlich. Tu sie an sie haben zuute Lilian Chelty sanft, es schauer. Nicht hinzurennen, wenn etwas mit so viel Gefühl gespielt wird. Aber die technischen Passagen begann schüttert dann den Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das hüt schaff. Nicht, wenn sie als usen. In vertrauter Schmaß durch für Lilians Brast die Erinnerung an Lampenfieber an einen Druck, der sich körperlich anfühlte. Darf ich, fragt sie und du tiet auf sein Patete. Riecht sie säcklich verwirrt. Die meisten Verwaltungsangestellten konnten kaum mehr als die Grenze der Notation lesen. Lilian boldi handa zier passage beider sie en gestern hek hemafanneren. Sie gehan die Stelle zu forsch, und sagte sie List bedeutet Kraft, ja aber es geht Kontroll nicht Gewalt. Versichern Sie, sich das wellen Vorsstellen nicht Blitze. Gregory start sehen. Woher wissen Sie das? Lilian gab ihm die Partite hastig so hackern merkte, dass sie sich verraten hat. Etwas, das ich einmal von Madame Dubois girat heb, als sie mit einem anderen Schüler sprach, Bever weiterfragen konnte, raschti Doktor. Whitmore mit einem Klemmbrett in der Hand hinter die BUN. All auf ihrer Plätze. Mr. Palmer, Sie erfahren das Programm. Sie want sich mit einer abwesenden Gästin Lilian. Miss Porter, sorgen Sie bitte dafür, dass es im Vorbereitungsraum ruhig bleibt. Als Lilian sich zurückzog redt sie, weil Gregory ließ vor sich immer meldte wellen kein Blitz. Wellen. Vom Vorbereitungsraum als Rat Lilian wieder Wettbewerb begann. Dr. Whitmores Stimme halt über die Lotsprecheranlage, begeisterte die Erwängste und erläutert die Bedeutung des heutigen Tages. Die perfekte Akustik des Konzertsaals übertrug jeden Ton klar bis zu dem Ort, an dem Lilian saß. Gregory spielte als Erster. Sein Vortrag war solid, wenn auch nicht inspiriert. Hat Lilians Rat bei der Schwierigkeit beherrscht und sie Fleißiger als beim Kuben gemeistert. Der Applaus war anerkennend, aber nicht überwältigend. Einer nach dem anderen traten die übrigen Schüler auf ihn brillierten, und der unterlegen ihren Nerven. Lilian erhörte jedem aufmerksam zu, ihr Geschuld so nahm Feinheiten war, dein Meistern engingen. Nobjurend einer Pause betritt Madame Dubois aufgeregt den Vorbereitungsraum. Miss Porter, bringen Sie bitte diese Frischungen zum Rittertisch, was sei ein undutit auf ein Tablet mit Wassergläsern. Bean bitte. Bleiben Sie unaufert lig. Aus Lilian sich dem Richtertisch hört, sei wie Dr. Whitmore ließ mit Professor Thornton sprach. Palmer hat das List CUK-Wahrlag falsch interpretiert.
Im Allegro so kontrolliert in den Crescendi so sagaft. Ich habe Elizabeth Scon gesagt, dass ihre Technikverität ist. Thornton erweitert ihre Hände in seinem Kaffee nippte. Dies modernen Scheile Brochen Claire anweisungen. Je nicht französisches Philosophieren über das Fibulende Musik. Lillian stellt die Gülsage Aschlos ab, doch Professor Thornton hat ihre Anwesenheit bereits bemerkt. An sehr himmlische Loschern, sagte laut Jenner, dass Dr. Whitmore scharf aufsah. Sagen Sie mal, Miss Porter, was halten Sie von Mr. Palmers Vortrag? Is war offensichtlich als dem Teigang gemeint, Sie auf Ihren Platz zu verweisen, doch etwas in Lillian wie die Musik. Die noch in Erinnerung nachklang, vielleicht die Erinnerung an eigenen Lehrer, ließ sie ehrlich antworten. Ich fand seine Technik aus Jazzich net, aber hat den Kern des Stius noch net gefunden. Lizards Transcriptionen sein kein bloß an Fingerbangen sein new Interpretationen, die silen beide Komponisten infangen sollten. Das folgen die Schwierigen war orem better bend. Dr. Whitmores Titas estat auf halbem Weg zu ihren Lippen. Kawaii bit, stieg Professor Thornton Herver, Lillian Eretit senkte dann Blick, is tat merlid. Ich tat nekit sagen darafen, es steht mir nicht zu. Nein, das steht has ihnen ganz juist nicht, vor Dr. Whitmore sehen. Bitkehren Sie zu Ihren Aufgaben so Miss Porter, generell belassen Sie Kiunans Lehrers Luische Einschätzungen Genen, die dafür qualifiziert sind. Aus Lillian Elig in den Vorbereitungsraum so kacket. Bemerkt sein nicht den verbefaften Blick, den die Professoren einander so warfen, der erst Kiem des Zweifels war jesset. Der letzte Teil dies Stipendien-Wettbewerbs sollte nach einer kurzen Pause beginnen. Der Konsortium dies Konservatoriums war bis auf den letzten Platz gefühlt. Wolleben die Spender, Mensch Dozenten, Familienmitglieder der Auftretenden und Mitstudierende dranten sich in dem eleganten Raum. Kristallöster warfen warmes Licht auf das Publikum. An die polierten Holzpanel vibrierten erfrierlich vor Spannung. Doch hinter der Biani bondi sich ein Kreis an. We meinen sie kann nicht auftreten. Dr. Whitmores Stimme war so gedimeimaft, dort scharf wie ein Resierklinch. Die Vertreter der Stiftung sind eigens wegen des List, CUKs hier. Gregory Palmer saß auf einer Bank, den Kopf zwischen die gelegt mit Stoffways. Sein rechte Hand zittert unkontrolliert, each Spiu remain Finger nickt, kutschite. Se sant Tob. Madame Du Bois nicht neben ihm. Sorge war tief in ihr Gesicht gesignet. Ein Panikattack wie ich vermute. Das passiert selbst den Besten. Das ist inakzeptabel, sich Dr. Whitmore. Der Spender der Stiftung herdankt von den heutigen Darbietungen Sie haben außer Kilich in List CUCK verlangt. Professor Thornton lief nervös im engen Backstage-Bereich auf und ab. Sein Flieg hing nan van Juligs Chief. Kein ein anderer Student einspringen. Vorbereitung. Glitch. Die List-Transcription ist aus Ejor hammerlich schauer. Keiner unserer anderen Schüler hat sie einstudiert. Lillian stand ruhig in einer Ecke und beobachtet die Scene. Die Noten auf dem Klavier Lizards Transcription von Beethovens F-Unamfte Symphonie schienen sie zu rufen. Hat auf Jahr, sieht sie zuletzt darauf öffentlich Klavier gespielt hatte. Die führen F. Jahre der Heilung des Ziefels. Was ist mit Michelson oder Jang? Schlag Thornton verzweifelt wo. Michelson hat bereits gespielt und Jang ist Geiger. Stop Dr. Whitmore. Wir haben keine Optionen. Wir müssen das Schlossdicke absagen, sagt Madame Dubois die Juster. Wir erklären, dass es einen medizinischen Notfall gab. Dr. Whitmores Jessit Word Fall. Die Stiftung würde Angebot zurückziehen. Das sind fast $2 Millionen an Stipendien mitten. Uren sich die Professoren in Zunmend aufgeregtem Flüsterten stritten, bewegt sich Lillian nach vorn. Fast wie Jesugen an Jing zu Gregorys Zusammenhang karatem Kiape. Sieht nicht sich neben en Jigen von Madame Dubois. Gregory sagt sie sanft. Atmen sie tief in. Halten Sie den Atem wie Sie gehalseten langen, dann Sie gehalseten ausatmen. Dadurch man was sagt, Ihre Anweisungen zu befolgen, und sein Atem wurde allmählich verhieger. Die Diabetes ist normal. Forsa Sie fort, Ihr Stimm sanft aber bestimmt. Sie geht vorbei, aber Sie brauchen Zeit. Es geht, kein Zeit. Warf Dr. Whitmore ein. In 5 Minuten geht es weiter. Tatsächlich, sagt Lillian an der Hauptsäch, Ihr Stimm fester als Sie jaren. Kader nimmt ich einspringen. Drei Paar staunte Augen richteten sich auf sei. Professor Thornton fasst sich als erster an dies einbildendes Leken aus. Sie, seien Sie nicht albern, Miss Porter. Das ist nicht der Moment für Schas. Ich schas nicht. Indigniert Luan und hält seinem Blick stand.
Sie heißen Verwaltungsassistentin, sagt Dr. Whitmore langsam, als sprach sie sei mit einem Kind. Dies ist eins der technisch anspruchsvollsten Werke im Klavierrepertoire. Ich bin mir der Schwierigkeit bewusst. Madame Dubois mustert Lilians Jessit, etwas verändert sich in ihrem Ausdruck. Sie sagten, sie erhätten kein musikalische Ausbildung. Dies habe ich tatsächlich gesagt, entgegnet Lilian sanft. Ja, sie haben es auch angenommen. Die drei Professoren tauschten Blick aus, Verzweiflung dies meft gegen ihn glauben. Das ist absurd, erklärte Dr. Whitmore. Wir können keinen qualifiziert angestellte vor die Danzen Stiftungschicken. Aus dem Konzert drang das unruhige Murmeln des Publikums zu innen. Die Pause hat sich bereits zu lange hingezogen. Welche Wahl haben wir? Fragte Madame Dubois, französischer Akzent durch die Aufregung stärker als sonst. Entweder sticken wir Miss Porter oder wir geben zu, dass wir keinen Interpreten haben. Professor Thornton stillte heftig den Kopf. Das wird eine Katastrophe, dachte. Whitmore schloss kurz die Augen, da wir hinter ihrem angespannt Ausdruck Gedanken ratterten. Als sie wieder wrongfafnet, stand ihre Entscheidung fest. Gut, sagte sie schneidend. Miss Porter wird spielen. Das dauert dort 14 Minuten. Wenn nichts anderes Wirtschaftes ansieht, ein Rang für die Sponsoren zu formulieren. Sie want sich an Lilian Erblick ist Gold kennen. Sie das die, sag überhaupt. Ja, antwortet Lilians Gleit. Das ist wir liegen regular, protestiert Professor Thornton weiter. Wir wissen nichts über ihre Fähigkeiten. Wissen überhaupt nichts über sie. Wie es scheint. In der Tat. Malt Madame Dubois an betrachtet Lilian an mit nur erwachter Neugier. Dachte. Sie Whitmore trat dicht an Lilian heran und senkt ihre Stimme zu einem drohenden Flüstern. Wenn Sie diese Institution schon beraten, würde Anstellung mit sofortiger Wirkung beendet, habe ich mich klar ausgezeigt. Lilian nickte einmal. Ihr Herz begann zu reisen nicht vor Angst, sondern vor einer lange erloschen geglaubten Aufregung. Als man sie so beune erführte, drückte Professor Thornton die Noten in die Hand. Sehen Sie sich des wenigstens an, eilen Sie spielen. Tun Sie so, also san sie, was Sie tun. Lilian nahm die Seiten mit einem kleinen Lächeln entgegen. Ich würde sie nicht brochen, aber dank. Bevor jemand auf diese erstaunlich Aussicht reagieren konnte, winkte Manager hektisch. Wir sind in 30 Sekunden dran. Dr. Whitmore holt tief Luft, setzte ein professionelles Lächeln auf und trat auf die Bühne, das Publikum anzusprechen. Meine Damen und Herren, aufgrund eins an welcher Sie hinnen am Standswort Gregory Palmer hielt nicht auftreten. Doch wir haben das Gefühl, einen der Pianisten präsentieren zu dürfen. Die Listets Transcription von Beethovens F9 auf der Symphonie spielen wird. Hand sie sprach, schloss Lilian die Augen und bewegt sanft ihre Finger. Nach vor dem Flangen jarrende Genesang an die zweifelnden Lilian Porter, einst in der Musik wird bekannt als die brillante Lilian Curtis Dave, wieder zu spielen. Da haflich Applaus der Lilian beim Betreten der BUINE empfing, war kaum mehr als ein Minimum an Etikett. In der ersten Reihe saß Dr. Whitmore Steff neben Professor Thornton. Beide mit Augesetten Lehrern Lucerne. Madame Dubois hingegen leiter sich lich vor Blick aufmerksam und gespannt. Der Pried Chetage Konzertflü gelbeid im BI nennlet. Sein Deckel weit gehefnet. Lilian traf verraktig an Herren, stellt die Bank mit bitterlich Ticket in. Dies einfach büigen Pianisten wohl wartrot. Jedoch so prier sei es in ihrer Ausführung leist die Aufmerksamkeit des Publikums spürbar watschen. Sitzend am Instrument nahm sich Lilian einen Moment, sich zusammen. 5 Jahre Physiotherapie, 5 Jahre, die Kraft in ihren verletzten Äfflenden wieder aufzubauen, all das hat sie zu diesem Moment vorhat sie. Hat es nicht geplant, da hatte nicht gewusst, dass heute der Tag ihrer Abkehr auf ein Beunisen nabjurudi. Und doch war sie nan hier, sie legte die aneinander auf die Tasten. Vom ersten kraftvollen Akkord der ikonischen Beethoven-Symphonie durch Liszt's Revolutionary Klavierbearbeitung nu gestaltet war allen im Sol klar, dass etwas aus adjahaliches Gesture. Lilians Finger beugten sich mit unglaublicher Präzision, entlockten dem Instrument Keilinge, der die Gensitz menschlicher Marmglichkeiten schienen. Das Bar hamt wir Noten Motiv halti mit der Kraft eines ganzen Orchesters durch den Saal und dennoch mit der Intimität, deiner ein einzelnes Klavier bieten kann. Im Publikum wohlsog sich ein Wandlung. Aus ich flickem Interest word angel jubiges Staunen, das sich rasch in gebannte Bewunderung verwandelt. Dr. Whitmores Estatis Lotchen which angel jubiger Bereschung.
Professor Thornton book sich vor, die Brill rutsch die am unbemerkt die Nes heinab. Aus Lilien in die deutsche Führung überbaging, offenbart sich nicht nur technische Meisterschaft, sondern auch tiefes emotionales Verständnis. Dies war kein bloß korrekt wiedergegebene Noten. Dies war Musik, die lebendig wird, nur erschaffen durch die Hände einer Frau. Die sowohl Beethovens Revolutionary Vision als auch Liszt's pianistisches Genie verstand. Madame du Bois war die erst die sichtbar regiert. In Lieses Mondio, und vor ihren Lippen, als die Erkenntnis in ihrem gesetzt auf die Mammut. Sie packt Professor Thorntons Arm und flüstert aufgeregt, siehst Lillian Curtis. Der Name ging wie ein Ronnen durch das Publikum. Lillian Curtis, das Wunderkind, das war FUN 10 Jahren Europa im Sturm erobert hatte. Lillian Curtis, deren Karriere durch einen tragischen Fall his End gefunden hat. Lillian Curtis, die nach einem misslungenen Comeback in Wien vor 5 Jahren aus der Öffentlichkeit verschwunden war. Auf der Bühne war Lillian wie enter Equity. Wieder verbunden mit jenem Teil ihrer selbst, den sie so lange eingeschlossen hat. Die einst verletzten Schwachen nennen die bewegten sich nun mit selbstbewusster Stimme. Leis en Kaskadan von Tiernen Erklingen, die den Saal mit glorioser Musik auflauten. Die schwierigsten Passagen Genie, an denen Gregory just cheated war, flossen aus ihren Fingern so nahtlich wie der Atem. Wo der John-Student das Sieter Kike mit bewundernswerter Technik. Aber wo sich Tiger emotional angegangen war, spielte Lillian mit der Weisheit einer Frau, die sowohl Triumph als auch verheerenden Verlust erlebt hatte. Dr. Whitmores Gesicht war wahrlich erblickt. Professor Thornton nahm immer wieder die Brille ab und setzte sie wieder auf, als Kion dieser Vorgang wandern, was sah underblickte. Nur Madame du Bois hat sich von ihrem ersten Schuss geholt, ihre Augen geloden in den Namen von unter der harten Tränen. Als Lillian die letzten Stylistas Katze rietet, hab sie den Blick, wagt es dem Publikum ins Gesicht zu sehen, das sie bis dahin bewusst gemieden hat. Der aus der Psyche, die begegneten, wären nicht nur beeindruckt, sie waren verwandelt. Die wohlhabenden Erfraderer, das kritisch le Personal, die ergesigen Studierenden all während in dem einzigartigen Erlebnis echter Kunst bezuwohnen. Mit Kraft, Feinfühligkeit und vollkommener Balance hat Lillian das Werk zu seinem Ende, die abschließenden Akkord halten mit majestischer Präd, sens durch den Saal. Den Stil. Drei Hörsaal lang verhattet der Japa samt Raum wie start, die Fängen im Nachhall dessen, was sie geredet hatten. Dann brach das Publikum in Jubel aus. Dies die Innovation kam sofort und war auch ein better Band, Menschen die Kursuver noch flitsch aufmerksam gesessen hatten, standen dann auf und applaudierten mit hemmungsloser Begeisterung. Einige wischten sich tröden aus dem Gesit, und riefen Brava! In der hinteren Reihe wehnte ein distinguiert wirkender älterer Herr offen. Lillian blieb noch einen Moment auf dem Klavierhocker sitzen, da nahm die Lied im Schoß. Die Augen geschlossen, während sie den Applaus auf sich wirken ließ, diesmal kein Klang von Musik, sondern von aufrichtiger Anerkennung. Als sich schließlich aufstand und sich mit einer bescheidenen Verbeugung ans Publikum wandte, verstärkte sich der Applaus noch. Dr. Whitmore saß versteinert, das Blut aus dem Gesit gewischen. Nebenher hat Professor Thornton elitig aufgegeben, sin Fassung zu waren. Stutelte Angel übig den Kopf, den man Lied giffenet. No Madame du Bois hat sich durch die Händen Ovation angeschlossen, ihre Augen leuchteten vor Emotion. Als Lillian sich ein zweites Mal verbert, bemerkt sie Gregory Palmer, der in den Kulissen stand. Sein Panikattack war vergessen angesichts dessen, was gerät erlebt hattet. Sie schenkte ihm ein sanftes Lächeln, bevor sie sich wieder dem Publikum zuwandte. Dr. Whitmore fand endlich ihre Beweglichkeit wieder und stand abrupt auf, ging mit mechanischen Schritten zur Bühne. Sie nahm das Mikrofon in die Hand und sprach zu dem noch immer applaudierenden Publikum. Meine Damen und Herren, bitte. Sagt sie, ihre Stimme zittert leicht. Die offenbar schulden wir ihnen ein Rang. Sie want sich zu Lillian sickly bem, ihre Fassung zu bewahren. Könnten Sie sich unserem Publikum richtig vorstellen? Miss Porter, oder sollte ich sagen Miss Curtis? Ein gespanntes Schweigen legt sich über den Saal, als Lillian einen Schritt nach vorn trat. Jahrelang hat sie ihre Identität versteckte Vergangenheit begräben. Nun im warmen Licht der Bühne stehen, spürt sie wie ein Lass von herabfiel. Sagt sie slitt. Ich bin Lillian Curtis. Ein Newsrunnen ging durch das Publikum. Ein litterer Herr in einem teuren Anzug biert sich zu zum Sitznachbarn und flüsterte laut genug, dass es mehrere in der Lehrer hören konnten.
Curtis, die größte List, Interpreten ihrer Generation, Dr. Whitmore Chellen Warnan Steve Jordan. Wie mad Chinsi an serem Publikum ren, warum ein der bekanntesten Pianistinnen der Welt in den letzten 6 Wochen als Verwaltungsassistenten in unserem Konservatorium gearbeitet hat. Die Frage war als dem Teigang gedacht. Doch Lillian begegnet mit neuer Zuversicht. Wofür aftaren ich ein Verletzung, wander die durch die Glauten, sie moju ward mein Karriere binden. Wird sie mit fester Stimme. Nach mehreren Operationen und jahrelanger Rehabilitation war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt so zurückkehren sollte. Ich musste mich selbst prüfen. Mein Beziehung zur Musik neu entdecken fernab vom Druck des Konzertalbums. Sie warf einen Blick zu den anwesenden Lehrkräften. Da ihren Worten mit unterschiedlichen Graden von Verlegenheit zuarten, darauf dies Robertson, Konservatoriums für Exzellenz, hat mich hierher gezogen. Ich wollte mich weiter der ganz der Musik widmen, überlagten, bever ich mein in die chesten Schritt entscheid. Madame Dubois trat ebenfalls auf die Bühne. Ihre elegante Haltung wieder vollständig hergestellt. Wie ihrem haben sie uns nicht gesagt, wo sie sind, fragt sie doch ihr Tonfall variiert. Dass sie die Antwort bereits kannte, sie sie mit Englisch behandelt, wenn sie es just ich täten, entgegnet Lillian sanft.